Hallo und herzlich willkommen zurück auf funkyhome.de. Wir machen heute mal etwas Außergewöhnliches, und zwar vor dem eigentlichen Test der SolarBank 2 E1600 Plus möchten wir ein kleines Anleitungsvideo zeigen, denn es gibt Neuigkeiten, die jetzt zur IFA vorgestellt wurden, und zwar unterstützen jetzt die Anker SolarBank 2 E1600 Pro und die SolarBank 2 E1600 Plus die Smart Meter von Shelly. Und das sind die Shelly 3M und Shelly Pro 3M Smart Meter. Hier sehen wir das in der App vom Play Store, dass also jetzt die Unterstützung drin ist und die neue Firmware-Version wurde jetzt auch veröffentlicht, womit die eigentliche Unterstützung dann möglich ist. Das heißt also, wir müssen die Power Station bzw. SolarBank 2 erstmal aktualisieren, die neueste Firmware draufbringen. Das zeigen wir auch gleich nochmal ganz kurz, und jetzt öffnen wir erstmal die App. Gehen hier auf Öffnen, sehen hier unsere ganz normale Übersichtsseite von der Anker App, und hier gehen wir jetzt mal auf Geräte und sehen momentan, dass hier nur ein Smart Plug drin ist und die SolarBank. Diese ist ausgestattet bei uns mit 2 Erweiterungsakkus, und dort schauen wir jetzt erstmal nach in der App. Wir zeigen das aber auch hinterher nochmal, wie man die Firmware updatet und wie man die App einrichtet. Das zeigen wir im Video und geben dann auch nochmal zusätzliche Anleitung, und dazu gibt es dann auch nochmal einen Test. Wir sehen hier, dass die SolarBank 2 E1600 Plus bereits auf die Firmware-Version V1.0.5.8 aktualisiert wurde, die das auch unterstützen soll. Schauen wir mal, ob es klappt. Gehen wir mal zurück. Gehen hier wieder zur Hauptseite und sehen jetzt auf der Hauptseite oben rechts die Möglichkeit, ein Gerät hinzuzufügen. Dort sagen wir Gerät hinzufügen. Also er findet jetzt nicht selber den Shelly 3M, und der ist auch nicht zu finden unter dem Zubehör. Das heißt, hier ist nur der Smart Meter von Anker aufgeführt und nicht der von Shelly. Diesen finden wir unter Geräte von Drittanbietern. Also hier unter manuelles Hinzufügen ist so ein kleiner Button oder ein kleiner Link vielmehr. Gerät von Drittanbietern. Dort finden wir jetzt Shelly. Das wählen wir aus. Und jetzt müssen wir uns in der Cloud anmelden, und zwar mit den Login-Daten von Shelly. Ja, nicht von Anker, sondern von Shelly. Also das, womit wir die Shelly 3M eingebunden haben in die Cloud. Das machen wir jetzt mal. Wir blenden das hier natürlich bei uns aus. Und jetzt finden wir unsere Shelly-Geräte, und dort finden wir den Shelly 3M. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, ob wir das erlauben möchten, den Zugriff. Das ist ja oder nein. Wir möchten den Zugriff erlauben. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, auch einen Device Control zu aktivieren. Darüber könnte man das Relais ein- und ausschalten lassen über die Anker App. Das möchten wir aber eigentlich nicht. In unserem Fall ist es also nicht notwendig. Wir sagen jetzt Save. Speichern damit ab. Der sagt, bestätigt uns das Ganze jetzt. Und jetzt müssen wir ganz oben rechts in der Ecke, ist jetzt ein kleiner Haken, also nicht einfach zurückgehen, sondern oben rechts in der Ecke den Haken drücken. Und dann sehen wir auch schon, dass es übermittelt wird an Anker. Jetzt sehen wir auf der Anker-Seite, wir sind jetzt nicht auf der Shelly-App oder sowas, sondern wir sehen auf der Anker-Seite nun den Shelly 3M. Und das ist der Smart Meter, der halt eben die Daten misst von unserem momentanen Verbrauch. Der momentane Verbrauch ist aber leider nicht nur 49 Watt oder 149 Watt, sondern der ist ein bisschen was mehr. Wir haben nämlich gerade eine feste Einspeisung eingestellt von 200 Watt. Schauen wir mal ganz kurz. Wir haben jetzt im Moment eingestellt den intelligenten Steckermodus. Wir zeigen das hinterher alles nochmal im Test, genau. Und dort haben wir eingestellt gerade, schauen wir mal eben, 200 Watt. Also der mittlere Bereich hier von 6 Uhr bis 19 Uhr haben wir 200 Watt eingestellt. Gehen wir wieder zurück. So. Und jetzt sehen wir hier eben den Shelly 3M. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir möchten gerne bei der SolarBank den intelligenten Steckermodus
Ändern auf Eigenverbrauch. Und dort finden wir jetzt den intelligenten Zähler, das heißt den smarten Zähler, den Stromzähler von Shelly. Den wählen wir jetzt aus, sagen wählen und sehen jetzt, dass der erfolgreich hinzugefügt wurde. Weiter. Und jetzt gehen wir mal zurück und sind gespannt, ob es klappt. Ja, es klappt leider nicht. Also, wir sehen hier oben eine Meldung, die haben wir auch schon bei der vorigen Firmware-Version gesehen. Und dort steht, die Firmware-Version von der Solarbank unterstützt keine Zähler von Drittanbietern. Bitte aktualisieren Sie die Firmware-Version. Wenn wir ein Update machen, sehen wir, die sind aktuell, es gibt keine neuere. Das heißt, es ist noch nicht integriert und er hat auch dementsprechend noch nicht das Ganze umgeschaltet. Wir stellen das nochmal zurück auf den Steckermodus und dann gehen wir mal auf 0 Watt. Um das nochmal wirklich sehen zu können. So, wir haben einen Klack gehört, das war das Relais von der Solarbank. Und jetzt gehen wir zurück auf die Hauptseite, sehen jetzt im Moment 0 Watt Einspeisung, das ist korrekt. Und jetzt gehen wir auf Eigenverbrauch und im Eigenverbrauch haben wir hinterlegt den Shelly 3M, das heißt, der müsste jetzt wirklich das auch anzeigen. Und was tut er? Er zeigt es leider nicht an. Das heißt, wir sehen hier zwar schön alles. Also, wir sehen, das scheint im Moment noch nicht so wirklich zu klappen, nicht so ganz ausgereift zu sein. Aber egal, es kommt und es ist kurz davor zu funktionieren. Sagen wir es mal so. Also, der Shelly 3M wird dann in dieser App, wie wir sehen, hier eingebunden. Und hinterher sieht man auf der Hauptseite dann auch die Bezugsdaten, das heißt also der aktuelle Stromverbrauch von dem Haus oder von der Wohnung. So, was macht das Ganze denn? Das Ganze bewirkt, dass der momentane Stromverbrauch vom Haus oder von der Wohnung gemessen wird über den Shelly 3M. Das ist ein Smart Meter und dieser Smart Meter wird halt eben abgefragt und darüber werden die Stromverbrauchsdaten in eine Cloud gespeichert. Und die Cloud übermittelt nun die Daten an die Enka-App. Die Enka-App weiß also jetzt, beziehungsweise der Server von denen, weiß nun, wie hoch die momentanen Verbrauchsdaten sind und dann wird das nahezu in Echtzeit, natürlich ist ein kleiner Versatz drin, übermittelt und dann wird die Leistung, die eingespeist wird von der Solarbank, wird angepasst an den momentanen Verbrauch. Wir haben also dann im Grunde die optimale Auslastung von dem Speicher. Also das heißt, die Powerstation bzw. die Solarbank speist nur das ein, was wirklich auch verbraucht wird. Wir brauchen also nicht mehr fest 200 Watt einzustellen, sondern er verwendet dann die Daten, die wir dann als Ausgang eben haben. Das heißt also, wenn wir 200 Watt verbrauchen, dann speist er 200 Watt ein. Wenn wir 800 Watt verbrauchen, speist er 800 Watt ein und so weiter. Mehr als 800 Watt geht natürlich nicht, denn das ist in Deutschland nicht erlaubt. Es gibt zwar Möglichkeiten, das freizuschalten, das tun wir aber nicht. Und insofern gesehen bleiben wir einfach mal bei den 800 Watt. So, und jetzt sehen wir auch hier dementsprechend immer noch, dass kein Eigenverbrauch gemessen wird. Leider funktioniert diese Verbindung momentan noch nicht, aber das wird jetzt bald kommen. Und insofern gesehen, so, Enka scheint schon was getan zu haben. Und zwar gibt es jetzt eine neue Firmware-Version, die wir jetzt installieren. Hier sieht man, für den Smart Plug gibt es eine neue Firmware-Version, die ist aber jetzt uninteressant. Und es gibt die Firmware-Version 1.0.5.16 anstatt der 8. Und bei dem Zusatzakku gibt es auch die 9.1 anstatt der 8.9. Dann installieren wir das Ganze mal.
wissen nicht genau, warum es so lange dauert, aber wir denken, dass natürlich jetzt auch der Server doch recht gut ausgelastet ist. Wir hatten ja vorhin gesehen, dass wir nur die Wahl hatten zu sagen, alles updaten und das war's. Also wir können nicht auswählen, wir möchten nur die Powerstation oder nur den Akku oder nur den Smart Plug oder was auch immer aktualisieren, sondern wir können nur alles aktualisieren. Sicher, im Zusammenspiel ist es natürlich ganz wichtig, dass dann auch die Sachen zusammenlaufen. Das heißt, man sollte schon alles aktualisieren. Aber wenn man genau weiß, dass zum Beispiel, sagen wir mal einfach die Firmware-Version von dem Smart Plug nicht in Ordnung ist, weil es da irgendwelche Probleme gab, dann möchte man das ja eigentlich auslassen und nur die anderen aktualisieren und das geht leider nicht. Gleich kommt der spannende Augenblick, wo wir dann sehen, ob es dann endlich läuft. Es wäre natürlich toll, wenn die Anbindung an den Shelly nun klappen würde, denn dafür haben wir ja auch diese Anleitung geschrieben. 100%. Das Update ist fehlgeschlagen, das hatten wir auch schon mal. Und dann war es doch durchgelaufen. Schauen wir einfach nochmal. Warten wir ein wenig. Gehen erstmal wieder zurück. Und schauen nach, ob das wirklich stimmt. Wir sehen, dass der Zusatzakku wurde jetzt aktualisiert, der Smart Plug nicht. Ja. Warten wir mal. Die Meldung kennen wir nämlich auch, dass er sagt, ja, wir müssen natürlich auch immer alles mitnehmen, ne? Aber gut, im Video ist das ja praktisch. Das heißt, wir können ja auch gleich zeigen, was passieren kann und was nicht klappen kann. Also wenn das Update fehlschlägt und die Gerätedatenanzeige abnormal ist, trennen Sie bitte die PV-Verbindung und starten Sie das Gerät neu. Versuchen Sie dann das Update erneut. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen aber jetzt erstmal einfach zurück und gehen einmal aus der App raus und starten die wieder neu. So, jetzt haben wir die App neu gestartet und schauen mal, was er jetzt sagt. Wenn wir auf Eigenverbrauch gehen, so, wir sehen hier unten in der Ecke, sehen wir eine neue Anzeige. Und zwar sehen wir 0 Watt, 0%. Und das stimmt natürlich nicht. Denn 0% haben wir ganz sicher nicht. Okay, also wir müssen die PV-Anlage abziehen und dann versuchen wir es einfach nochmal. So, wir hatten jetzt kurz die PV-Anlage abgezogen und sehen jetzt 82% und das stimmt, 16 Grad, ja, ist schon was kälter geworden. Dann gehen wir mal zurück auf die Hauptseite und gucken, was er jetzt macht. So, wir haben jetzt das Gerät einmal kurz ausgeschaltet und wieder eingeschaltet und schauen mal, ob es jetzt klappt. So, jetzt schauen wir erstmal nach, ob der Shelly denn eine Leistungsmessung macht. Der hat gerade 1,5 kW und dann gehen wir mal auf die Hauptseite zurück und schauen, wie die Einspeisung aussieht. Und siehe da, er speist gerade 200 Watt ein. Warum er jetzt nur 200 Watt einspeist, ist etwas merkwürdig. Da schauen wir jetzt nochmal auf das Gerät, ob die Einstellungen vielleicht gedeckelt sind. Nein. Oh, aber wir sehen was Neues, und zwar können wir jetzt auch 350 Watt einstellen als maximale Einspeiseleistung. Wir belassen das aber jetzt auf 800 Watt.
So, 158 Watt haben wir jetzt gerade Verbrauch. Und er müsste jetzt eigentlich auf 158 runterregeln. Macht er leider nicht. Wir haben auch keinen anderen Modus ausgewählt. Das heißt also, wir können jetzt mal auf den Standardmodus gehen und schauen mal nach, was da eingestellt ist. Da sind 100 Watt eingestellt. Die stellen wir jetzt mal auf 0 Watt zurück. Schauen auf der Hauptseite, dann müsste er jetzt auch runtergehen auf 0 Watt. Das macht er. Und dann stellen wir jetzt zurück. Auf den Eigenverbrauch. Und da müsste er sich jetzt eigentlich dem anpassen, was der Shelly 3M misst. Warten wir wieder ein bisschen. Und dann sagt er Stromzähler abnormal. Hat umgeschaltet auf den benutzerdefinierten Modus. Und der ist ja wie vorhin eingestellt 0 Watt. So, warum ist der abnormal? Angezeigt wird der Shelly 3M. Also so ganz sauber scheint es immer noch nicht zu laufen. To be continued. Also hier muss Enka wohl noch mal ein bisschen was dran arbeiten, denn noch klappt das nicht. Also auch ausschalten, einschalten hat nichts gebracht. Also da müssen wir uns wohl weiter gedulden, bis das Enka eine Firmenversion rausbringt, die das auch wirklich ermöglicht. So wird es eingerichtet und so wird es dann auch demnächst funktionieren. Und es ist auf jeden Fall eine tolle Sache, dass sie weitermachen, denn das hatten wir auch kürzlich erst bei EcoFlow alles berichtet. Denn die sind da schon ein bisschen was weiter, indem die halt eben da schon mehrere Anbieter mit drin haben, die man da als Drittanbieter einbinden kann. Ich zeige das mal ganz kurz in der EcoFlow App. Wenn wir bei EcoFlow neue Geräte hinzufügen und sagen dort dann Geräte von Drittanbietern hinzufügen, finden wir hier schon mehrere Anbieter, die da drin sind. Unter anderem eben auch die Shelly-Produkte. Und dort können wir dann halt eben sagen, wir möchten das Konto verbinden und könnten dann dementsprechend den Shelly 3M dort einbinden. Wir hatten ihn jetzt zur Installation bei uns rausgenommen gehabt, aber das hat nichts geändert leider. Das heißt, wir haben das natürlich schon ein bisschen was öfter ausprobiert. Einfach nochmal ganz kurz, es ist gerade in der Mache und das hier ist die Anleitung dazu. Also so funktioniert es. Sagen wir schon jetzt bis zum nächsten Mal. Also erstmal in der Vorstellung natürlich von den Enka SolarBank 2 E1600 Plus Gerät mitsamt der Zusatzakkus. Da zeigen wir ein Video zu und danach gibt es dann noch einen Test und dann gibt es noch eine weitere Anleitung zu der Einrichtung, zu dem Setup von der App. Und wir wünschen schon jetzt viel Spaß dabei und sagen bis demnächst. Ach so, eine Kleinigkeit natürlich noch. Unbedingt unseren Kanal abonnieren, denn nur so wird man auch über neue Videos von uns informiert. Bis dann, tschüss!